Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Destiny. Heute wieder mit dem Solo-Dämmerungsstrike und wir kämpfen heute gegen Nixis, den Hunger von Oryx. Aktive Modifikatoren waren Puzzlespiel, das heißt, dass die Elementwaffen auch nur wirklich Schaden an elementgleichen Schilden machen. Dann Primärwaffen, also ja doch Primärwaffenboost, das heißt der Schaden von den Primärwaffen war signifikant erhöht. Sieht man auch, dass hier einfach mit dem mit dem Scout-Gewehr einfach direkt alle wegschießen kann. Dann sonst war noch Spreu aktiviert, dass man sozusagen kein Radar mehr hat und deswegen muss man gleich doppelt aufmerksam sein. So, an sich, der Weg zum Boss ist nicht allzu schwer und der Boss ist selbst auch nicht allzu schwer. Hier in dem Raum müsste man nur aufpassen, dass ein gelber... Ne, ist gar kein gelber, ist nur ein roter. Ein roter Centurion. Doch, Centurion? Ist nicht so? Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall eins von diesen großen Dingern, die unsichtbar sind. Sie hier, da hinten sind ein paar Snipes. Wie gesagt, dadurch, dass kein Elementmodifikator da ist, kann einem so gut wie nichts one-hitten. Ich sollte jedoch aufpassen, dass die insgesamt nicht zu viel werden. Aber so schwer ist. Also wie gesagt, der Weg zum Boss ist nicht schwer und der Boss an sich ist auch nicht schwer, nur noch die letzte Phase am Boss, die ist wirklich schwer. Grob sei gesagt, ich habe zum Aufnehmen 1,5 Stunden gebraucht. Jedoch hatte ich vorher bei der letzten Bossphase immer eine falsche Position ausgesucht. Und deswegen denke ich, schafft man den auch solo in, naja, um die 50 Minuten, 40, 50 Minuten. Wenn man sich anstrengt, kann man die 30 schaffen, aber darum ging es mir nicht. Mal, zu dem ich auch ja erstmal alles rausfinden musste. So, jetzt kommen wir hier gleich wieder zu dem Areal. Kennt man schon aus anderen Strikes, beziehungsweise glaube ich sogar aus einer Kampagnenmission. Hier erstmal hier unten sind ein paar Psions, die kann man mal schnell wegschießen. Und die anderen Gegner, die sich da unten bekämpfen, erstmal getrost ignorieren. So, dann sind da wieder 3 Snipes. Auch wieder rot, das heißt, die halten nicht allzu viel aus. Das ist ein Snipeschuss. Ich empfehle für die letzte Phase eigentlich also ein Arcus Raketenwerfer und ein Arcus Snipe, auch wenn ich das da nicht benutzt habe. Doch, es gibt halt beziehungsweise es gibt halt sehr viele Arcus Schildgegner. Es gibt auch ab und zu mal Solar-Garbs bei den besessenen Captains. Aber ansonsten... Ja, die Minotauren haben keinen besonderen Schild. Die sind halt nur unsichtbar, halt ein bisschen was aus, aber das ist mit dem Primärwaffenschaden nicht so schlimm. So, hier war ich eben gerade gestorben und jetzt gehe ich mal zu der Position, zu der ihr in dieser Phase wirklich am sichersten seid. Glaube ich zumindest. So. So. Geist eingesetzt, umgedreht und losgerannt. Und zwar gerade durch dieser große Stein. Da, den dahinter sozusagen. Hier, den großen. Da ist man in dieser Phase erstmal am sichersten. Ja, hier wieder alles wegballern. Ist an sich nicht so schlimm. Ist nicht so schwer. Die Minotauren könnten ein bisschen nerven. Aber ansonsten nichts kann einen One-hitten. Und dadurch, dass halt der Primärwaffenmodifikator drin ist, kann man die Minotauren auch ganz gut töten. Beziehungsweise halt einfach alles gut. Gerade mit einem Scout-Gewehr. Also ich empfehle hier wirklich ein Scout-Gewehr ab und zu gegen die besessenen Kabale, die ein Schild haben. Die könnten ein bisschen nervig sein. Dafür habe ich manchmal das Salo Supercell benutzt. Hier benutze ich Gjallarhorn, weil die halt sonst immer ihr Schild aufrechterhalten. So, hier nur schnell 3 der Münzen eingeworfen. Und naja, hier habe ich mich ein bisschen verarschen lassen. Ansonsten habe ich dann einfach meinen Bogen geschossen und dann hat sich die Sache ja auch erledigt, dadurch, dass das gelbe Snipes waren. Ich hatte schon mal vorher einen Run gemacht, beziehungsweise einen Durchlauf gemacht, musste dann aber beim Bosskampf irgendwann abbrechen, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte. Genau genommen muss ich auf den Hund aufpassen, dadurch, dass die noch ein bisschen jung ist.
Und ja, sobald wir hier durch sind, habe ich mir dann auch gleich das Dingens geholt. Das Gefährt hier. So, ich glaube, man könnte hier auch, um Zeit zu sparen, einfach komplett durchrasen. So habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, better safe than sorry, wie es so schön heißt. Ich habe da erstmal die Kugeln kaputt gemacht und die roten Gegner, ein bisschen Munition gespart. Könnte ein bisschen nerven, wenn die da rumschießen, aber ansonsten keine große Sache hier. So. Ein bisschen erstmal geguckt, ob die Aufnahme noch läuft. So, hier bin ich gleich ausgestiegen, damit ich hier ganz gut auf die Gegner schießen kann. Weil da hinten auch wieder 2 Minotauren sind. So, vielleicht sogar 3, ich bin mir gerade gar nicht sicher. 2 oder 3, ich glaube es waren 3. Und nochmal zum ersten Durchlauf. Die Snipes habe ich beim ersten Durchlauf mit Universalgerät getötet. Das erste Mal, dass ich wirklich Universalgerät richtig genutzt habe. Also die Primärschröte. Dabei habe ich dann einfach den Pfeil geschossen und ja, dann die Snipes getötet. So kann man das auch machen. Ich würde es mal als Brute Force Methode bezeichnen. So, hier in dem Areal ist eigentlich auch nichts Besonderes. Weil da sind ein paar Snipes und schon haben wir die Bronze-Herausforderung. Ja, ein paar Snipes, ein paar Goblins, die Snipes manchmal beschützen. Ja, ansonsten machen die sich immer gegenseitig unverwundbar. Und hier ist wieder so ein dummer Captain. Also ein gefallener Captain mit Solarschild. Ich weiß auch gerade gar nicht, ich glaube ansonsten gab es nur Arcus-Schilde. Also es gibt halt echt wenig andere Schilde, deswegen muss ich hier echt sagen, dass sich eine Arcus Bazooka, Arcus Raketenwerfer mehr lohnt. Insgesamt. Weil es halt gerade mit dem Puzzlespiel halt hauptsächlich gegen diese Schilde geht. Und dass die Gegner von diesen Schilden auch am gefährlichsten sind. So, sind wir hier schon durch. Hier bin ich auch einmal an dem Minotaurus gestorben, aber naja, das macht ja nichts. So, jetzt beim Boss angekommen. Erstmal alle Gegner hier geklärt. Dafür habe ich das Salo Supercell benutzt. Jetzt würde ich das hier bei den, genau, Centurien heißen die. Bei den Centurios, die haben auch Akkusschild. Also was jetzt auch nicht allzu schwer, die kaputt zu machen, gerade mit dem Primärwaffenmodifikator. Das Problem bei den Centurionen, wie auch immer man das nennt, ist, dass die auch wieder ihre leere Kugeln erschießen können. Und die haben mir wirklich das Leben schwer gemacht. Also, wie gesagt, man sieht hier, ich bin jetzt innerhalb von 25 Minuten beim Boss gewesen und habe dann insgesamt bestimmt auch eine Stunde beim Boss gesessen, um zu gucken, wo die richtige Position ist. Dann habe ich erstmal Arkuswaffen rausgesucht und dann so, geht's in die letzte Runde sozusagen gegen den Boss. So, Boss einmal aktiviert, mal ein bisschen Schaden gemacht, Gegner getötet. Er spawnt direkt zum Anfang Gegner. Aber ich finde, es sind jetzt nicht so viele, als dass ich sagen würde, das Gebiet wäre sehr überhäuft. Es ist, ja. Hier kann man auch wieder direkt zum Anfangsgebiet zurücklaufen, beziehungsweise zu dem Einstiegsding zurücklaufen, wenn man hier am sichersten ist. So, sind alle Gegner ausgeschaltet, kann man direkt gegen den Boss kämpfen. Hier kann man einfach manchmal in Kreisen so ein bisschen rumlaufen, dass man hier so ein bisschen verarscht, beziehungsweise die KI so ein bisschen verarscht. Ist an sich erstmal keine große Sache, der hält relativ viel aus. Dadurch ist Geduld hier so ein bisschen die Sache, die man mitbringen sollte. Daher, wie gesagt, macht es nicht unter Zeitdruck. Macht euch vielleicht noch schöne Musik hinter oder ein anderes YouTube-Video. Von wem auch immer. Und in der zweiten Phase kommt da ein gelber Minotaurus. Der nervt ein bisschen, aber ist an sich auch nicht allzu schwer zu besiegen. Dadurch, dass man halt mit Kopfschüssen, also das Scoutgewehr, was ich hier habe, das hat eine sehr hohe Durchschlagskraft, beziehungsweise dadurch halt auch eine relativ geringe Schussfrequenz und ein relativ kleines Magazin, aber macht halt trotzdem sehr viel Schaden.
Dadurch, dass halt die Durchschlagskraft so hoch ist. Dann noch mit dem Primärmodifikator ist das echt gut. So, hier wäre ich beinahe gestorben. Deswegen immer schön doppelt aufpassen, sowohl auf euer nicht vorhandenes Radar, deswegen immer schön Augen aufhaben. Und natürlich auch auf eure Leben. Oder ein paar Psions töten. Die sind auch nicht so, wie gesagt, die sind halt nicht so schlimm. Die nerven halt nur dadurch, dass sie sich manchmal teilen. Zellteilung. Ich weiß nicht, wenn man da so einen die ganze Zeit stehen lässt, ob man dann irgendwann 200 Dinger hat. Ne, es gibt ja irgendwie eine maximale Anzahl. An sich ist es jetzt auch nicht mehr, wie gesagt, ist jetzt im Moment nicht so schwer, den Boss zu beschießen, weil er kann relativ wenig machen. Er wirft dir manchmal mit seinen Kaki-Kügelchen, aber ansonsten kann der relativ wenig. Macht auf Nahdistanz natürlich Schaden, dadurch, dass er eine Schrotflinte hat. Ist aber an sich auch nicht stark. Hält halt nur viel aus. Deswegen kann man durch diesen Haber-Bosch-Verfahren. Nee. Dadurch kann man durch diesen Bosch. Ist das schon wieder Bosch? Dadurch kann man diesen Boss nicht gerade gut rushen. In der nächsten Phase kommen hier eigentlich hauptsächlich Goblins und Sniper-Goblins. Die Sniper-Goblins sind hinten links. Verfehlen aber häufig. Ist jetzt nicht so schwer. Also wo man aufpassen sollte, ist, wenn sie sterben, dann lassen sie diese komischen Kugeln wegfliegen. Und halt die Goblins kommen hier rum. Auch auch wenn das nur Goblins sind, die gelben Goblins machen auch ganz schön Schaden. Daher immer schön Auge aufhalten. Ihr habt kein Radar. Außerdem ist es sehr ärgerlich, wenn ihr gerade in der Phase sterbt, weil die ist nun nicht so schwer. So, hier hatte ich keine Munition mehr. Ist auch witzig, das ist der einzige Run, in dem ich keine Munition hatte und der klappt dann am Ende. So, Munition geholt. Wieder auf Axis nee, nicht, der heißt ja nicht mehr Axis, der heißt ja Nixis, wenn der böse ist. Den Hunger von Oryx. So. Nochmal geguckt, ob wirklich die Aufnahme läuft, weil das wäre schon nicht so gut, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Beziehungsweise bis hierhin hätte man eigentlich locker wieder aufnehmen können. Das wären vielleicht 25 Minuten oder eine halbe Stunde wäre das schon gewesen, aber eine halbe Stunde ist besser als eine Stunde komplett neu aufnehmen. So, hier sehen wir, Nixis schmeißt immer noch seine komischen Kugeln, die nerven, die halten einen hier mal gut fest. Ist aber letzten Endes nicht allzu schwer, weil er halt auch manchmal aufhört und dann nicht mehr so festsetzt. Weil hier seht ihr, er schmeißt halt ununterbrochen. Irgendwann hört er auf. Und dadurch, dass ich halt auf der Waffe das Perk Rettungsmagazin habe, kriege ich halt auch manchmal einfach noch Munition geschenkt. Das kam mir sehr zugute. So, gleich startet die letzte Phase. Das ist wohl die schwierigste Phase in dem Bosskampf. Und zwar spawnen da auch wieder Centurios. Dadurch habe ich da gleich mal den Pfeil hingeschossen, damit ich da gleich noch mit der Bazooka reinschieße. In der Hoffnung, dass ich wirklich so gut wie alle töte. Das Gute war, ich habe hier jetzt schon mal die ganzen Goblins weggeschossen. Oder so gut wie alle. Das Problem war, da sind noch die beiden Centurios. Und diese Kugeln meine ich, beziehungsweise diese Kugeln, die da gerade auf mich zukamen, die meine ich, die machen sehr viel Schaden. So, da habe ich gesehen, der wird von einem gelben geboostet. So, in dieser Phase, also diese Kugel meine ich, in dieser Phase ist es wichtig, dass ihr relativ gut in Deckung bleibt. Bin hier wieder hochgesprungen, da würde ich jedoch aufpassen, wie weit ihr zurückgeht, denn einmal war es dann so, dass ich komplett wieder zurückgesetzt wurde. Und hier, diese Kugeln, die nerven halt extrem. So habe ich jetzt gedacht, oh scheiße, jetzt sterbe ich, aber zum Glück bin ich das nicht. Das wäre nämlich auch wieder, hätte ich mir auch wieder in den Arsch gebissen. So, hier sehen wir wieder Goblin getötet. Und hier schnell die Kugel kaputt gemacht. Und der nervt halt einfach extrem. Der hält viel aus, macht einen Schaden und ist jetzt auch noch unverwundbar. Hier eigentlich, wie gesagt, einfach nur ein bisschen Geduld haben, die Gegner töten und der Rest kommt von alleine. Hier wurde ich auch wieder von der Kugel getroffen und das macht halt so viel Schaden. Das ist halt echt scheiße. Das hat mich wirklich, die haben
der einzige Grund, weswegen ich da immer gestorben bin, äh, ist, dass die halt mich einfach mit diesen Kugeln immer getroffen haben. Und ich keine richtige Deckung hatte, weil ich vorher nicht da hochgesprungen bin. Da man unten immer noch getroffen werden kann vom Flächenschaden. So, jetzt ist der komischerweise irgendwie weggegangen. Und habe ich mir dann gedacht, gut, jetzt Bazooka oder auch Raketenwerfer raus. Und guckst mal schnell, wo der ist. Und da war er dann um die Ecke. Da habe ich gehofft, dass ich den Goblin noch mittreffe. Und ja, da ist er wieder. Zum Glück. Er wollte gerade seine Kugel machen. Dann ist er gestorben. Als er gestorben ist, ja, war ich wirklich sehr erleichtert. Und ja, jetzt gilt es nur noch, da hinten waren ein paar Snipes, ein paar gelbe Goblins. Jetzt gilt es eigentlich nur noch darum, die zu töten und dann am Ende nur noch Nixes zu töten. So, ab jetzt war es eigentlich nur noch sinnloses Draufgeballere, beziehungsweise nicht sinnlos, sondern Schießen auf Nixes, dass er stirbt. Wir sehen, er hat auch schon nicht mehr viel Leben und nach dieser Phase spawnt er auch keine neuen Gegner mehr. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich habe es zumindest gehofft. Wir sehen, er ist auch fast tot. Und dadurch, wie gesagt, durch diesen Primärwaffenmodifikator geht er auch schnell tot. Nachdem ihr den getötet habt, kommen wir hier noch ein Dingens, Skelettschlüssel. Da habe ich auch noch schnell die geupgradet. Und die Kiste aufgemacht, woraus ich hier den Umhang des Kosmonauten bekommen habe. So. Und was habe ich da alles gekriegt? Nichts Gutes, würde ich mal behaupten. 3 der Münzen, 12 und 3 Lichtpartikel. So, hier einmal zu früh aufgehört Y gedrückt zu halten. Und wir sehen uns jetzt nochmal ganz schnell im Turm. So, im Turm habe ich gesehen, dass ich noch die Schrotflinte gestohlener Wille aus der Küste rausgekriegt habe. Hat auch wieder Perk Rettungsmagazin, aber ich finde, hauptsächlich ist die Sache der optische Aspekt. So, vielen Dank fürs Zusehen und falls ihr noch andere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr die auch gerne angucken. Es steht euch offen. Der Marc macht gerne Heroes of the Storm Guides, beziehungsweise einfach mal ein paar Helden-Reviews. Würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. Bis zum nächsten Mal.